Ja, das erste Thema, wie gesagt, ist das Rasgueado. Es gibt viele verschiedene Rasgueado-Techniken. Was wir jetzt brauchen, ist ein Sechzehntel Rasgueado. Sprich, wir machen mit einem Rasgueado 4 Anschläge. Und das funktioniert dann so. Wir schlagen mit diesen drei Fingern, Ringfinger, Mittelfinger und Zeigefinger, nach unten und am Schluss kommt der Zeigefinger zurück. Und das in 4 Anschläge, 1, 2, 3, 4 und wieder zurück. Auf der Gitarre sieht das so aus. 1, 2, 3, 4. So, ich will euch jetzt ganz klar noch einmal die einzelnen Schritte zum Rasgueado erklären. Wichtig, einerseits, die Finger müssen einen Widerstand haben, wo sie dagegen drücken können, wo sie eine Spannung aufbauen können. Wenn der nicht da ist, dann kann man maximal mit dieser Geschwindigkeit die Finger bewegen, aber nicht mit dem Tempo, das man dann braucht und mit dem Schwung und der Energie, dass die Finger gegen die Saiten schlagen können. Sprich, man muss die Finger irgendwo einklemmen. Entweder alle 3 oder auch wenn man ein Rasgueado mit 4 Fingern macht, dann durchaus auch alle 4. Kommt aber sehr selten vor. Meistens reichen diese 3 Finger. Und das ergibt dann eine Sechzehntelbewegung, wenn ich einen Finger nach den anderen rausschlage. Nämlich 1, 2, 3 und das letzte Sechzehntel ist der Rückschlag vom Zeigefinger. Ich zeige es nochmal auf der Gitarre. Wichtig ist beim Rasgueado auch, dass der Daumen auf einer der Basssaiten liegt. Wenn er nicht liegt, dann wird die ganze Haltung unsicher und man zappelt zu viel. Das heißt, man legt den Daumen auf die E- oder auf die A-Seite ab und dann knallt man mit den Fingern gegen die Saiten. 1, 2, 3 und mit dem Zeigefinger zurück. 4. Das ist ein Rasgueado. 1, 2, 3, 4. Okay, jetzt kann man entweder das Rasgueado abschließen mit einem Abschlag noch. 1, 2, 3, 4, 1. Auch schneller. Jetzt eigentlich das Interessante ist ein kontinuierliches Rasgueado, wo es darum geht, das über mehrere Schläge zu erstrecken. Über 2 Schläge oder auch durchaus über mehrere. Und da gibt es einen Trick, der euch, sofern ihr damit jetzt schon vertraut seid, weiterhelfen kann. Etwas, wofür der Flamenco auch durchaus bekannt ist, für das Picado, sprich für Tonleiterspiel oder Skalenspiel. Also das Picado oder das Tonleiterspiel machen wir im Wechselschlag. Jetzt ist es so, der Zeigefinger zum Beispiel fängt an, während der Daumen, ein wichtiger Punkt beim Flamenco, liegt immer auf irgendeiner Seite. Er stützt sich nicht ab, er muss die Hand nicht festhalten, sondern er hat bloß Orientierung auf einer der 3 Bassseiten. Und dann fängt zum Beispiel der Zeigefinger an, wir schlagen die Seite an und der Zeigefinger bleibt auf der nächstunteren Seite liegen. Das heißt ein Apoyando-Schlag oder auf Deutsch Stützschlag, angelegter Schlag. Dann kommt der Mittelfinger, er schlägt an und bleibt auch auf der Seite liegen. Dann wieder der Zeigefinger und so einer nach dem anderen. Immer abwechselnd. Das Ganze zum Beispiel, je nachdem wie man es braucht, wir werden es in langsamen, aber doch immerhin Sechzehnteln brauchen. Das heißt, der Akzent wäre dann 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kurz zur Daumentechnik. Im Flamenco verwendet man einen relativ steifen Daumen. Das heißt, es kommt eigentlich nie vor, dass man solche Bewegungen macht. Auch in der Klassik gibt es das eigentlich kaum. Bewegung, die kommt entweder aus dem Grundgelenk oder im Flamenco noch stärker aus einer gewissen Drehung des Unterarms. Sprich, das ganze Gewicht, das wichtig ist im Flamenco, um die
Intensität und die Schwere des Tons zu erzeugen, da kommt das ganze Gewicht des Unterarms ins Spiel. Ein kleines Alsapur, eine kleine Falseta ist es eigentlich fast, die man mit Alsapur machen kann, mit kontinuierlichem Alsapur. Und zwar beruht es letztlich darauf, fast alle Alsapurs beginnen immer auf einem Und, also auftaktig. In dem Fall runter, rauf, ab der D-Seite mit dem Daumen, runter, rauf und dann kommt ein Bass dazwischen. Und dann wieder die D-Seite. Daumen schlägt die A-Seite an, bleibt auf der D-Seite liegen und von da startet er wieder mit dem Alsapur. Rhythmisch ist das ähnlich wie das. Und zwar geht es beim Klopfen auf die Gitarrendecke im Flamenco darum, man kann einerseits damit die Akzente des Flamenco-Rhythmuses verstärken. Manchmal dient es auch einfach nur zum rhythmischen Spiel oder unterstützend beim Spielen. Das Klopfen funktioniert folgendermaßen. Erstmal ganz klar, wir klopfen auf die Gitarrendecke und erzeugen diesen perkussiven Sound. Wichtig dabei ist, ja, das Ganze passiert mit dem Ringfinger, fast immer. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber im Normalfall mit dem Ringfinger. Wichtig ist, dass man auf den Nagel hört. Wenn man ohne Nagel klopft, klingt so und das ist nicht der Effekt, den man erreichen will. Wenn man rein den Nagel anschlägt, ist zwar der Klang durchaus prägnant und eindringlich, aber es besteht die Gefahr, dass man verrutscht auf der Decke. Das heißt, wichtig wäre es beim Klopfen, dass man den Nagel hört, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, ob es deutlich wird, gleichzeitig stützt man mit der Fingerkuppe ab. Okay, das Schwierige dabei, ich nehme an, das kriegt ihr alle hin, das Schwierige dabei ist, das jetzt synchron zusammenzumachen mit dem, was man auf der Gitarre spielt. Das heißt, in dem Fall wäre es mit dem Remate zusammen, der Golpe bzw. das Klopfen auf der Gitarrendecke, möchte ich noch einmal kurz ein paar Tipps geben, wie man es am besten übt. Ihr könnt den Daumen auf eine der Bassseiten legen, relativ egal erstmal, und versucht einen Golpe zu machen, das auf die Gitarrendecke zu klopfen, nur mit dem Ringfinger. Das heißt nicht so und auch nicht zu kleine Bewegungen, sondern man hebt den Ringfinger hoch und lässt ihn auf die Gitarrendecke fallen. Und bei dem Thema sollte natürlich auch erwähnt werden, wenn ihr das auf eurer teuren, wunderschönen klassischen Gitarre macht, wäre es nicht empfehlenswert. Flamenco-Gitarren haben hier einen Schlagschutz. Das ist eine harte Kunststoffplatte, die die Decke schützt vor diesen Klopfern, damit man keine Schrammen, so wie man es hier sieht, wenn man daneben klopft, in der Gitarrendecke hat. Wenn ihr jetzt keinen fixen Schlagschutz drauf habt auf der Gitarre, gäbe es die Möglichkeit, ja, es gibt im Schreibwarenbedarf so Präsentationsfolien zum Beispiel, die kann man vorübergehend mit Hilfe von Tesafilm befestigen und die schützen auch ziemlich gut. Es wäre empfehlenswert oder ihr lasst beim Gitarrenbauer eures Vertrauens einen Schlagschutz anbringen.